Lasst die Lichtspiele beginnen. War es für Städter schon immer ganz einfach, ging die Landbevölkerung in Sachen Kinobesuch leer aus. Wären da im vorletzten Jahrhundert nicht einige findige Unternehmer gewesen? Was haben also Kino und dieser alte Magirus gemeinsam? Dafür drehen wir die Filmrolle nochmal auf Anfang. Wenn Sebastian Pank und Tobias Rank mit dem 52-jährigen Deutz auf Tour gehen, dann folgen sie als eines von wenigen übrig gebliebenen Wanderkinos einer über 100-jährigen Tradition. Von 1896 an waren es noch Rummelplätze und Jahrmärkte in der Provinz, die bald beliebtes Anlaufziel der rollenden Kinos wurden. Doch der Boom war nur von kurzer Dauer. Nach nur 2 Jahrzehnten verschwanden die meisten Wanderkinos wieder von der Bildfläche. Die Herren Rank und Pank aber ziehen jeden Sommer mit ihrem roten Kollegen weiterhin durch die Provinz, als wäre nichts gewesen. Mit im Gepäck Stummfilmklassiker von Chaplin bis Keaton, aber auch unbekanntere Streifen, die die beiden Musiker mit dem Piano bzw. Saxophon live begleiten. Seit 21 Jahren ist zumindest Pianist Rank jetzt unterwegs. Der Magirus 150 D10 hat sich in diesen Jahren nur zweimal eine Auszeit genommen. Ansonsten schnaufen die 150 PS aus 9,5 Litern Hubraum ohne zu meckern über deutsche Nebenstraßen. Frei und ohne Plan durch die Lande düsen ist für das urtümliche Gespann aber dennoch nicht drin. Die Spielstätten stehen genau fest. Doch vor den Genuss von Kultur hat irgendjemand die schweißtreibende Arbeit gesetzt. Ankunft am Strand. Und der treue, luftgekühlte Eckhauber braucht Unterstützung von schwerem Gerät, um im tiefen Ostseesand an seinen perfekten Platz für den Abend manövriert zu werden. Noch bis vor wenigen Jahren waren die Touring Talkies in Indien ein großes Geschäft. Das überrascht angesichts der gigantischen Filmindustrie des Subkontinents nicht wirklich. Die 1,4 Milliarden Menschen wollen schließlich auch unterhalten werden. Noch in den 1980er Jahren gab es viele tausend rollende Kinos. Heute sind es wohl nur noch 3 Dutzend. Fernsehen, Streamingdienste und billige DVD-Raubkopien haben der alten Tradition das Grab geschaufelt. Währenddessen erledigen Rank und Pank ihren eingespielten Aufbau. Die Handgriffe sitzen. Der Deutz ist Dienstwagen, Filmarchiv und Leinwandhalterung in einem und natürlich auch gleichzeitig noch Schlafzimmer und Küche. Der Backstage-Bereich liegt ganz einfach hinter dem Oldie. Da es kein abdunkelndes Zelt gibt, muss erst die Dämmerung hereinbrechen, bis der 16 mm Projektor losrattern kann. Bei gutem Wetter sind es schon mal 150 Menschen, die dann einen ganz besonderen Abend erleben. Wenn Charlie Chaplin zum unzählbaren Male über die Leinwand stolpert, dass es auch nach 100 Jahren noch eine Freude ist. Nachdem der Applaus verebbt und die beiden Musiker sich in ihre Feuerwehr zurückziehen können, ist eines klar geworden: Kultur kommt überall hin, wenn man nur will. Die Tradition der Wanderkinos wird wohl weiterhin bestehen bleiben, solange sich Menschen für Kino interessieren. In sehr kleinem Maßstab, aber immerhin. Schnell, schnell,